Okay, nachdem wir letztes Mal wirklich im Detail geklärt haben, was eigentlich diese ganze Effizienzsache soll mit NumPy und warum das so wichtig ist, lasst uns doch mal gucken, was wir wirklich für Datentypen hier verwenden können. Denn ich kann euch sagen, je besser der Datentyp gewählt ist, desto weniger Probleme habt ihr und desto effizienter ist auch euer Code. Und das macht natürlich dann nochmal einen fetten Unterschied. Okay, also, was gibt es alles für Datentypen? Wir haben mittlerweile einige Integer-Datentypen uns mal angeguckt. Es gab ja sowas wie int8, int16, int32 und int64. Das sind so die Standarddinger. Und da heißt es im Endeffekt so viele Bit. Achtung, hier reden wir von Bit. Ein int mit 64 Bit ist möglich, ein int mit 8 Bit ist möglich. So konnte man das definieren. Jetzt ist das noch lange nicht alles, denn ich kann meinen Datentyp auch sehr, sehr gut anders darstellen. Ich kann meinen Datentyp sogar in eine extra Variable dafür schreiben. Das geht tatsächlich und das wollen wir hier mal machen. Das heißt, wir schreiben hier mal einen Data-Type in eine Variable und wir definieren uns unseren nicht ganz eigenen Data-Type, sondern wir lassen NumPy den für uns errechnen. NumPy.dtype und hier lernen wir jetzt gleich was anderes. Und das heißt, wir können einen Datentyp nicht, oder wir müssen einen Datentyp nicht immer über int8 definieren. Das sind die vorgefertigten Datentypen, von denen gibt es einen ganzen Haufen. Auch wenn ich hier Float eingebe, sehen wir hier Float Bodenstrich, sprich ich kann hier sowas machen wie Float 8 oder 16 oder sowas. Oder. Das ist allerdings relativ kompliziert sich zu merken, was da überhaupt alles existiert und deswegen machen wir das über eben genau dieses dtype. Mit dtype könnt ihr festlegen, was für Daten ihr eigentlich ganz gerne hättet. Also, ja, sowas wie zum Beispiel, ich hätte ganz gerne einen i mit 4. Was heißt das? Lasst uns das mal ganz kurz angucken. Wir geben mal kurz die Item Size aus und wir machen noch etwas anderes. Wir geben uns den Namen aus, dt.name. Und hier wird es jetzt interessant, denn ich kann mir einfach das Ganze ausgeben und ich weiß jetzt, okay, ich kann hier offensichtlich 4 Items reinspeichern. Ich habe einen int32, das ist so ziemlich der Standard-Int. Diese 4 Items, die ich hier reinspeichern kann, ein Item hat immer 8 Bit. Das bedeutet, das hier ist dasselbe wie int32. Also, wenn ich das jetzt so umformuliere, dass das dasselbe ist, dann haben wir doch hier sowas wie dt.type ist np.int32. Wenn das hier true ergibt, dann ist das hier gleichbedeutend mit np.int32 und das ergibt tatsächlich true. Und das ist das Tolle daran. Ich muss mir so nicht merken, was eigentlich was ist, sondern ich kann mir einfach merken, okay, ich hätte ganz gerne einen i für Integer und ich hätte ganz gerne 4 Byte hinten dran. Hier wird das Ganze in Byte angegeben, hier wird es in Bit angegeben. Ein Byte sind einfach immer 8 Bit. Das heißt, ich habe hier 4 mal 8 Bit, hier habe ich 32 Bit, naja, 32 ist eben 4 mal 8. Und das ist eigentlich die ganze Magie hinten dran. So, jetzt kann ich also hier auch hergehen und kann hier mir 8 Byte geben. 8 mal 8 wäre 64. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Wow, die sind offensichtlich auch gleich. Cool. Was passiert denn, wenn ich hier i16 habe? Naja, dann ist das offensichtlich nicht mehr gleich. Aber lass uns doch mal angucken, was eigentlich der dt.type dann ist. Dann sehen wir, oh, i16 wird nicht verstanden. Das heißt, auch hier wieder, man kann nur die verwenden, die auch wirklich da sind, also die es auch wirklich gibt. i16 ist einfach kein Datentyp, der existiert. Schade. Aber gelegentlich werdet ihr das eben manchmal lesen und ja, dann will ich, dass ihr wisst, was i16 heißt. Jetzt gibt es hier noch eine dritte Komponente vorne dran, die man hier auch mit bedenken kann. Und naja, da haben wir eben sowas wie die Byte Order. Das bedeutet Little Endian oder Big Endian. Und hier kommt es wirklich auf euer System drauf an, was ihr eigentlich habt. Wir machen jetzt hier mal ganz kurz Folgendes. Wenn ihr bei eurem System rausfinden wollt, ob ihr ein Big Endian System habt, das ist quasi einfach nur, wie die Bytes aufgeschrieben werden, also ob ich quasi links anfange zu schreiben oder rechts anfange zu schreiben, sowas wie zum Beispiel 0101. Ja, sowas hier. Das wären 4 Bit, das kann ich als Zahl interpretieren, das ist allerdings meine Art und Weise. Und ich kann sagen, okay, hier steht 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und 2 hoch 3. Das heißt, ich habe quasi eine ganz normale Zahl. Ich kann hier Zahlen bis insgesamt eben
bis 15, wenn ich mich gerade nicht verkopft rechnet habe, kann ich hier eingeben, wenn ich mal Vorzeichen außen vor lasse. Und das hier vorne, wenn hier eine 1 steht, dann ist meine Zahl, also sagen wir mal das da, dann wäre meine Zahl 8. Ja? 2 hoch 0 ist 1, also 0 mal 1, naja, ist 0. 2 hoch 1 ist 2, 0 mal 2 auch 0. 2 hoch 2, 0 mal 4 ist auch 0. Und 2 hoch 3, 1 mal 2 hoch 3 wäre 1 mal 8. Das heißt, diese Zahl ist gleich 8. Das ist allerdings nur auf einem System so. Auf dem anderen System haben wir ein sogenanntes Little-Endian-System. Das heißt, wir fangen links an zu schreiben und haben hier 2 hoch 0, also 1 mal 2 hoch 0, also 1 mal 1 wäre dann 1. Hier haben wir 0 mal 2 hoch 1 ist 0, 0 mal irgendwas ist immer 0 und hier haben wir auch 0 mal 2 hoch 3 wäre auch 0. Also wären hier eigentlich dieselbe Bit-Repräsentation, wären völlig unterschiedliche Zahlen. Und ihr könnt rausfinden, was euer System eigentlich für eine Byte-Order hat. Das braucht man einfach intern, damit die Systeme das können. Aber manchmal, wenn ihr es zum Beispiel auf andere Systeme portieren wollt, eure Anwendung, wird das eben auch gemacht. Und ich will hier einfach nur, dass ihr das Ganze auch lesen könnt, wenn ihr fremden Code lest. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwie mal ganz, ganz komische Zahlen auf der einen Architektur habt, zum Beispiel auf einem Raspberry Pi oder auf einem Handy oder auf irgendeinem ganz komischen Prozessor, auf einem Mikrochip oder sowas, dann ja, denkt an die Byte-Order. Das ist manchmal ein Problem. Manche Linux-Systeme verwenden auch eine andere Byte-Order. Es kommt auch ein bisschen auf die Lokalisation an, aber also quasi wo man herkommt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay, also, was ist unsere Byte-Order? Bekommen wir mit dt.byteorder. Unser dt, unser Data-Type, hat hier keine Byte-Order angegeben. Das heißt, wir verwenden die Byte-Order, die unser System verlangen würde. Okay, was ist unsere Byte-Order? Ja, ich sollte vielleicht noch was nehmen, was nicht zu einem Fehler führt. Was ist unsere Byte-Order? Unsere Byte-Order ist gleich. Hier gibt es 3 verschiedene Varianten. Übrigens muss ich hier auch noch mal ganz kurz dazu sagen, warum hier Byte und nicht Bit-Order. Ja? Es ist nicht ganz so einfach, wie ich das gerade dargestellt habe. Ich habe das so dargestellt, 100 ist 8 und 100 auf einem anderen System wäre dann 1. Das ist so nicht ganz richtig. Normalerweise wird immer das Byte betrachtet. Vielleicht sollte ich das hier noch ganz kurz erwähnen. Und ich wollte es eigentlich vereinfachend so darstellen, aber ist egal, wir machen das richtig. Ein Byte hat immer 8 Bit. Ja? Das heißt, wir nehmen das jetzt hier jeweils mal als Byte an. Ein Byte kann also eine Zahl sein von 0 bis eben 2 hoch 8 minus 1. Das heißt, hier kann auch eine andere Zahl drin stehen, also 255, 1, 64, 32, sowas in die Richtung halt. Und wenn wir das jetzt hier einfach auch unten hinpacken, dann ist natürlich die Frage, wie rum lesen wir die Bytes? Also fangen wir hier quasi mit dem Byte an oder fangen wir hier drüben mit dem Byte an? Und das ist sozusagen jetzt die Variante. Es geht nicht um die Bits, sondern die Bits werden immer, oder die Bytes an sich werden immer gleich ausgewertet, aber die Bits bleiben eigentlich immer gleich. Also das heißt, entweder fange ich von links an zu lesen oder ich fange von rechts an zu lesen, aber eben nur bei den Bytes und nicht bei den Bits. Ich habe es jetzt eben gerade auf die Bit-Order bezogen. Byte-Order bezieht sich eigentlich nur auf die Bytes. Sorry. Wollte ich jetzt noch ganz kurz klarstellen. Wenn ihr es nicht verstanden habt, ist auch nicht so wichtig. Man sieht es auch nicht ganz so häufig. Und wir sehen jetzt hier eben, unsere Byte-Order ist gleich. Nun, was heißt gleich? Gleich bedeutet, es ist die native Byte-Order. Nativ? Naja, das bedeutet einfach von unserem System die vorgegebene Byte-Order. Und das ist auch das, was ich euch am allermeisten empfehlen würde. Wenn ihr könnt, dann lasst das Ganze einfach so dastehen, wie es ist. Das ist einfach eine festgelegte Byte-Order, die von eurem System festgelegt wird. Und ihr lasst quasi den Prozessor das Ganze für euch regeln. Ihr müsst euch da nicht drum kümmern. Ihr könnt aber Little Endian auswählen. Dann habt ihr hier eben ein Little Endian. Und ja, wir sehen hier, wir haben hier immer noch, und das ist auch mein System jetzt offensichtlich, wir haben hier ein Little Endian System, das heißt, wir haben hier dieses kleine Zeichen und ja, das bedeutet, mein System, also dadurch, dass ich jetzt hier wirklich gesagt habe, ey, yo, ich will ein Little Endian haben, kein Big Endian, kein gleich oder kein sonst irgendwas, habe ich gesagt, okay, ich zwinge NumPy dazu, den Little Endian zu verwenden, aber wenn ich die Byte-Order ausgebe, dann ist das trotzdem noch ein gleich. Das bedeutet so viel wie, okay, mein System ist ein Little Endian System. Wenn wir ein Big Endian haben wollen, dann können wir das genauso machen. Dann sehen wir das hier, dann sehen wir hier auch, aber ja, okay, wir haben einen Big Endian, obwohl das nicht von unserem System der Standard ist. Wir können das aber einstellen, wenn wir das wollen. So, einen Spezialfall gibt es noch, ich möchte auch, dass ihr den kennenlernt, und zwar, wenn ich hier ein i1 wähle, dann sehen wir,
Es ist völlig egal, was ich hier hinmache, ob ich eins hinmache oder nicht. Dann haben wir diesen geraden Strich hier oben. Und das ist im Endeffekt ein Not Applicable, heißt es offiziell. Das heißt, es ist eigentlich nicht anwendbar. Man kann das eine Byte von beiden Richtungen lesen. Also wenn ich jetzt hier ein Byte habe, ja, 1, 0, 0, das wäre 4. So, das ist ein Byte, ja, das sind 8 Bit, ein Byte hat 8 Bit. Dann ist egal, wenn ich diese Zahl auswerte, kommt erstmal eine Zahl raus. Ich bin jetzt zu faul zum Rechnen, sagen wir einfach mal 25. Ist wahrscheinlich, ziemlich sicher, ist auf jeden Fall falsch, egal. Und sagen wir einfach mal, das wäre 25. Jetzt ist egal, wenn ich jetzt hier 25 quasi als Byte stehen habe, ob ich diese 25 von der linken Seite lese oder ob ich es von der rechten Seite lese. Völlig egal. Denn ich habe ja hier sowieso nur eine Zahl. Egal, ob ich jetzt die zuerst lese oder ob ich vielleicht, naja, die Zahl zuerst lese. Die Byte-Order ist hier absolut egal. Okay, das als kleiner Exkurs zu der Byte-Order. Meistens müsst ihr euch da nicht drum kümmern, aber wie gesagt, ich will, dass ihr es auch lesen könnt. Ich hoffe, ihr konntet das auch überspringen, falls ihr darauf keine Lust hattet. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Denn im Zweifelsfall würde ich ja auch ein D-Type mit dem Typ int funktionieren. Ist halt nur relativ unspezifisch. Dann lasst ihr halt für euch eigentlich alles regeln. Ihr könnt eigentlich jeden Data-Type hier reinpacken. Sogar Object ist möglich. Das sind dann einfach Python-Objekte. Und Floats sind einfach so die Standarddinger. Also Object ist quasi alles andere. Dann gibt es allerdings noch int, es gibt Float, es gibt Complex. Das sind dann quasi komplexe Zahlen. Komme ich aber gleich noch genauer zu. Dann gibt es Bools, das sind Booleans, also quasi True oder False. Es gibt Bytes, das wären Byte-Werte, und es gibt String, das sind String-Werte. Das sind so die Standarddinger, die immer von NumPy verwendet werden. Die würde ich euch allerdings nicht unbedingt empfehlen. Ich würde euch eher empfehlen, zu sagen, was genau ihr haben wollt. So, jetzt, also was für spezielle Datentypen gibt es denn noch? Naja, wir können hier, fangen wir mal mit dem kleinsten an, ein Boolean. Das ist ein Wahrheitswert, entweder true oder false. Das heißt, ich zwinge alle Werte in meiner Liste zum Beispiel, einen Wahrheitswert zu enthalten. Das sieht dann so aus. Wir sehen hier, also ich mache quasi ein Fragezeichen hier rein und es wird als numpy.bool gewertet. Also ein Wahrheitswert. Und da muss ich auch nicht wirklich angeben, wie groß das Ding sein soll. Das ist immer ein Byte groß. Es wird einfach intern anders gehandhabt, als wenn ich jetzt da tatsächlich ein Byte reinstecke. Aber ich kann auch ein Byte reinstecken, und zwar mit b. Hier sehen wir dann, es ist kein Bit mehr, sondern es ist ein Byte. Naja, um genau zu sein, ist es natürlich ein int 8. Kann ich aber auch als i1 darstellen. i1 ist völlig egal, könnt ihr beides machen, ist dasselbe. Aber wir können hier auch sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich nur positive Zahlen erlauben. Positive ganze Zahlen, die in einen Byte reinpassen. Das kann ich mit einem großen B machen. Dann haben wir ein unsigned Byte oder auch ein unsigned Integer der Größe 8. Ist dasselbe, wie wenn ich hier eben ein np.uint8 reinschreibe, also quasi hier ein uint8 draus mache. Das geht genauso. Das ist auch nur ein Byte und auch eben nur eine Zahl. Was für einen Vorteil hat das? Naja, wenn ich ein unsigned Byte habe, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zahlen zum Darstellen von einer Zahl. 8 Bit zum Darstellen von einer Zahl. Und das bedeutet, ich habe kein Vorzeichen mehr. Sprich, die Zahl 128, die kann ich darstellen. 128 überhaupt kein Problem. Ich kann sogar hergehen bis 255 Zahlen darstellen. 256 geht nicht mehr. Das ist einfach zu groß. Dazu bräuchte ich 9 Bit. Aber für 255 kann ich einfach alle Bit auf 1 setzen und es funktioniert wunderbar. Okay, aber das geht eben, wie gesagt, nur mit unsigned Integern. Dieses U steht für ohne Vorzeichen. Unsigned. Gut, dasselbe geht natürlich auch für Integer selber. Wie gesehen, oder wie wir es vorhin gesehen haben, wir können mit i-Integer darstellen. Ich kann auch angeben, wie viele Byte ich haben möchte. i4 wäre zum Beispiel der klassische 32-Bit-Integer. Und ich kann natürlich auch meine Integer ohne Vorzeichen wählen. Das wären dann die unsigned Integer U. Wir können das mal ganz kurz ausprobieren mit einem U8. Das sieht dann so aus, wir haben ein uint64 und das funktioniert auch wunderbar. Natürlich kann ich die Byte-Order jedes Mal noch vorne dran schreiben, wenn ich das möchte. So, doch wie sieht es jetzt eigentlich mit Gleitkommazahlen aus? Nun, Gleitkommazahlen kann ich genauso darstellen. Ich kann quasi sagen, ich möchte einen Float haben und ich kann auch hinten dran die Größe sagen. Also in dem Fall hätte ich jetzt 64-Bit Float, das wäre ein Float 64. Ich kann aber auch sowas machen zum Beispiel. Und wir sehen hier F32,
gibt es wieder nicht. Ich kann allerdings hergehen und F16 zum Beispiel auswählen und so kann ich mich quasi durchprobieren, was es gibt und was es nicht gibt. F16 gibt es leider auch schon nicht mehr. Das heißt, wir sind auch hier mit den Floats bei 64-Bit eigentlich an der Grenze angekommen. Und ja, genau so ist es eben auch. Also höher kann man hier nicht gehen. Mit was ich allerdings höher gehen kann, ist eine sogenannte Complex Floating Number. Mit komplexen Zahlen kennt sich vielleicht der eine oder andere hier aus. Komplexe Zahlen sind noch ein bisschen größer meistens und die fangen dann so ungefähr an ab C16. Also das heißt, wir hätten hier eine Komplex mit 128 Bit und ja, die kann ich genauso benutzen wie eben eine ganz normale Zahl. Allerdings höher kann ich damit auch nicht kommen. Also es geht auch wirklich nur bis eben zu genau diesen C16, wo wir dann eben 128 Bit haben. Aber das ist schon mehr, als man irgendwo mal brauchen sollte, gerade weil man eigentlich ja auch sparsamer mit Daten umgehen möchte. So, dann gibt es noch Exoten, die will ich auch noch ganz kurz vorstellen. M steht für Time Delta, also Zeitdifferenz, während Groß M steht für eine Zeit an sich. Das werden wir dann allerdings in den jeweiligen Sparten uns dort angucken, wenn es denn mal soweit ist. Mit denen arbeitet man normalerweise wirklich sehr, sehr selten. Dann haben wir ja schon die Python Objects kennengelernt. Das ist alles andere einfach. Und wir haben auch Strings. Und für die besonders krassen Leute haben wir auch V, das wäre dann, schreibt man das so, habe ich tatsächlich fast noch nie benutzt, das sind Void-Types. Da könnt ihr alles reinstopfen, das ist quasi einfach Raw Data und wird in C++, falls ihr C++ ein bisschen kennt, als Void-Stern behandelt. Nicht zu empfehlen. Was noch wichtig ist, sind sogenannte Unicode-Strings. Und die würde ich euch auch eher empfehlen als die normalen Strings. Man kann hier auch normale Strings verwenden, das geht. Aber ich würde euch viel, viel eher die Unicode-Strings empfehlen, das wäre das U. Achtung! Großgeschriebenes U, kein kleines U. Wenn ihr ein kleines U habt, habt ihr Unsigned Integer. Gut, ich muss die Größe noch angeben, also U8 zum Beispiel, habt ihr einen Unsigned Integer mit 64 Bit. Wenn ihr ein großes U angebt mit einer 8 hinten dran, dann habt ihr, tada, einen String. Und zwar einen Unicode-String mit eben genau 8 Buchstaben Länge. Das heißt, ihr könnt hier 8 Unicode-Zeichen reinstecken und das ist dann quasi euer Datentyp. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen und ist auch ein bisschen ausgeartet, ich gebe es zu. In den meisten Fällen reicht es aus, wenn ihr NumPy einfach euch alles machen lasst. Ich will auf jeden Fall aber Folgendes, dass ihr nämlich lesen könnt, wenn jemand ganz, ganz komische Sachen macht. Und das dürft ihr dann natürlich auch jetzt eigentlich nach dem Video können. So, und nächstes Mal geht es noch ein bisschen weiter mit den Datentypen, denn das sind hier eigentlich nur die primitiven Datentypen. Ihr könnt die ja noch zusammenstecken wie ein Baukastenprinzip und das ist tatsächlich, wie gesagt, eigentlich das, was NumPy ausmacht. Deswegen gehe ich hier wirklich auch so ins Detail rein, weil man eben so viel damit machen kann und so wirklich explizit ins Detail gehen kann. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao.